Heute in dem Video, wie bauen wir unsere Markise auf, wie sichern wir unsere Markise gegen Wind und Sturm und was können wir für Fehler machen bei dem Aufbau unserer Markise am Camper und Wohnmobil. Bevor wir beginnen, die Markise auszufahren, brauchen wir natürlich auch unser Equipment. Zum Auskurbeln der Markise brauchen wir unsere Stange. Das haben wir folgendermaßen gelöst. Normalerweise ist das hinten in der Garage. Wir haben das aber vorn verstaut. Wir zeigen euch das mal. Im Rahmen unserer Seitstür haben wir hier die Halterung angebracht für unsere Teleskop-Kurbelstange. Und hier haben wir angebracht die Halterung für unsere Sicherungsstange für die Markise. Das nehmen wir natürlich raus. Unsere Kurbelstange nehmen wir raus und auch unsere Verstrebungsstange. Das legen wir beides raus und schließen auf jeden Fall die Türen und die Fenster. So, und dann haben wir unsere Teleskopstange und die Teleskopstange ist hier angewinkelt. Da machen wir so einen Hebel draus und fädeln die hier ein. Wir haben hier bei unserer Fiamma Markise haben wir hier so einen Haken. Bei den anderen ist das so ein Querbolzen. Bei Thule und Omnistore habt ihr dann so einen Querbolzen. Wir haben bei Fiamma so einen Haken. Den hängen wir hier oben ein und wir kurbeln die Markise erst einmal so weit aus, damit wir mit unseren Armen oben rankommen. Das sind bei mir hier circa 1 Meter. Wenn wir die Markise ausgefahren haben, dann können wir hier schön die Stützen beidseitig ausklappen. Bei uns schaut das so aus. Die sind hier in. Wir können das im Grunde genommen bei der Fiamma hier rausziehen. Hier hinten haben wir so einen Stift und dann klappen wir das ganz normal runter und fahren die aus. Da wir bei der Markise ein hohes Eigengewicht haben und wir natürlich das Getriebe und das Gestänge schonen wollen, empfehlen wir, dass ihr die Stützen hier ausfahrt, ein wenig schräg stellt nach vorn. Das gleiche auch für hinten. Wir machen das immer so, dass wir das richtig weit ausfahren, die Stützen, und so schräg stellen. Und somit schonen wir natürlich das Gestänge und das Getriebe hier beim Auskurbeln. Hier fahren wir jetzt unsere Markise komplett aus. Und wir fahren die Markise so weit aus, dass das Gestänge gerade ist. Und fahren das jetzt wieder eine komplette Umdrehung von der Kurbel ein. Jetzt können wir unsere Stütze, die wir hier haben, ganz normal ausjustieren, gerade stellen. Das gleiche machen wir hier hinten mit dieser Stütze. Das heißt, wir stellen die Stütze gerade und gleichen natürlich unsere Markise an. Jetzt haben wir die Markise natürlich nicht gesichert, jetzt müssen wir die noch sichern. Einmal auf den Boden und einmal mit unserer Querstrebe. Wir machen als erstes immer unsere Querstrebe rein und bevor wir unsere Querstrebe reinmachen, schauen wir immer, dass wir die optimale Höhe haben, dass wir unten drunter durchpassen und natürlich, dass die Markise ein leichtes Gefälle hat. Denn wenn es regnet, ist es so, dass das Wasser nach einer Richtung abfließen kann. Somit stellen wir das immer zu einer Seite schräg, die Markise. Wir stellen das immer in die Richtung schräg, wo wir am wenigsten sitzen. Das ist bei uns hier hinten. Jetzt kommt bei uns die Querverstrebung rein in unsere Markise. Da haben wir hier bei der Fiamma einen Haken. Bei den Fiamma Querstreben ist es so, dass das eine Teleskopstrebe ist, die wir hier ausschieben können. Und wir schieben die als erstes einmal aus und hängen die hier oben rein. So, jetzt haben wir die hier oben eingehängt und jetzt können wir die
ganz einfach so weit ausziehen, dass wir hier vorn auch reinhängen. Das ist jetzt hier fest eingehängt. Wir haben aber diese Querstrebe jetzt noch nicht arretiert. Das werden wir jetzt einmal tun. Hier stellen wir die Querstrebe jetzt richtig fest. Somit passiert nichts mehr. Und wir kurbeln mit unserer Kurbel unsere Markise ein Müh zurück. Eine Viertelumdrehung zurück würde ich auch empfehlen, nicht mehr und auch nicht weniger. Somit haben wir jetzt hier das Tuch gespannt und das sollten wir auch spannen, das Tuch, denn wenn hier der Wind reinweht, dann seht ihr das, hier, ihr seht das jetzt, dass der Wind ganz einfach die Markise bewegt, hoch und runter. So, jetzt haben wir natürlich die Markise noch nicht arretiert. Jetzt werden wir die ganze Markise noch arretieren. Ja, zum Arretieren der Markise, das empfehlen wir auch jederzeit zu machen, ob Wind geht oder kein Wind geht. Da gibt es natürlich die möglichsten und unmöglichsten Tricks und Empfehlungen. Wir haben uns jetzt hier über die Jahre hinweg Verschiedenes angeschaut und haben Folgendes gemacht. Wir haben uns aus dem Baumarkt und zwar Spannschrauben geholt. Die schauen so aus. Ich halte sie mal hier in die Kamera. Die schauen so aus. Die sind jetzt ca. 35 cm lang. Es gibt welche 35, 30 und 40. Wir haben die 40er da, wir haben die 35er da. Hier haben wir ein Torx zum Einschrauben und das Gewinde ist sehr grob und sehr steil, wie wir sehen können. Das passt natürlich. Und zusätzlich haben wir natürlich, wie wir jetzt hier immer brauchen, auf unserem Reisen oder im Wohnmobil haben wir uns hier einen kleinen leistungsstarken Akkuschrauber zugelegt mit einem entsprechenden Torx. Wie wir das machen, das zeigen wir euch jetzt. An den Stützen von der Markise, wie wir es hier sehen können, haben wir hier unten dran diese schwenkbaren Füße. Bei uns sind hier Löcher drin, ist bei den anderen Markisen auch ähnlich gemacht. Und hier, das setzen wir jetzt ganz einfach auf unseren Boden. Da könnt ihr x-beliebigen Boden nehmen. Und hier schrauben wir jetzt unsere Spannschrauben ganz einfach durch die Löcher hindurch. Und ihr seht, jetzt sind wir auf Steinschotter. Das ist verdichteter Boden. Und schon ist die Schraube drin. Und dann machen wir noch eine zweite Schraube. Und wir empfehlen hier die zweite Schraube ganz einfach diagonal versetzt. Und die schrauben wir jetzt hier ein. So. Und wie ihr sehen könnt, ist die Stütze hier jetzt komplett verankert. Somit haben wir jetzt hier erstmal unsere Markise gesichert. Hier passiert jetzt nichts mehr, wenn ich jetzt hier rangehe. Hier, ich kann die gar nicht mehr groß bewegen. Jetzt haben wir aber natürlich ein Problem bei den Markisen, dass die nicht mehr ausgehoben werden können, sondern die können natürlich noch durch Wind hier, wir sehen es, ich halte mal die Kamera so, durch den Wind so bewegt werden. Dazu sichern wir die folgendermaßen ab. Es gibt auch hier die möglichsten und unmöglichsten Dinge, die wir schon ausprobiert haben. Es gibt einmal die Bänder, die man hier durchziehen kann und unten auf dem Boden justieren kann. Die Bänder werden dann hier durchgezogen, hier oben lang und dann geht es drüben wieder runter. Die empfehlen wir nicht, weil hier die Straffung nur einseitig möglich ist und die Markise trotzdem bei extremem Wind einknicken kann. Wir spannen die Markise jetzt hier bei uns geradlinig ab. Das heißt, wir setzen hier was ein und spannen das nach hier vorn. Was wir da haben, das zeigen wir euch nochmal. Das haben wir schon viele, viele Jahre in Verwendung. Hier kann ich das jetzt nicht für euch verspannen, weil wir hier bei uns ganz einfach das Verbundpflaster haben und da gehen die Schrauben und die Heringe nicht rein. Ja, liebe Freunde, was wir uns mal vor Jahren zugelegt haben, war
diese Spannvorrichtung mit diesen Federn hier dran. Da haben wir die Geschichten zweimal drin. Wir haben zweimal diese Keile, die jetzt hier im Boden, im Fußboden verankert werden. Zweimal. Oh, da machen wir jeweils ein, weil hier auf der anderen Seite das nicht geht. Dann haben wir diesen Spanngurt mit einem Haken und natürlich die entsprechende Feder. Da muss ich das erstmal raussuchen. Die entsprechende Feder und natürlich die Halterung für unsere Markise. Hier haben wir eine Kedereinführung für unsere Kederschiene. Wir haben ja in der Fiamma zwei Kederschienen, eine oben und eine unten liegende, einmal von rechts und einmal von links einfädeln lassen. Bei anderen Markisen liegen die in, bei Omnistore oder bei Thule liegen die Kederschienen in. Die können natürlich auch verwendet werden. Und wir sehen es natürlich hier, dass das auch schön breit ist. Somit wird die ganze Kraft schön auf eine größere Fläche verteilt. Und wir fädeln jetzt hier bei uns in der Markise, in der Kederschiene, fädeln wir jetzt hier diese Halterung ein. Wenn wir die eingefädelt haben, wir lassen die ungefähr mit 5 cm Abstand, lassen wir hier ganz einfach zur Seite. Wir können das auch weiter rüberrücken, je nachdem wie der Platzbedarf ist, aber dass wir nicht hier ganz rausgehen. Jetzt nehmen wir natürlich unsere Halterung, die wir hier haben, und die befestigen wir ungefähr 2,5 Meter von der Markise weg, denn die Spanngurte sind lang genug. Mehr Platz haben wir jetzt hier nicht. Ja, zum Einschlagen nehmen wir natürlich regulär einen Gummihammer. Wir haben unseren Gummihammer verlegt, also müssen wir jetzt hier unsere Axt einmal nehmen. Unsere Halterung, die wir jetzt hier im Boden einschlagen, und die nehmen wir so, dass der Haken hier ganz einfach nach hinten zeigt, und das Ganze schlagen wir schräg hier in den Boden ein. Passt natürlich auf, dass die ganze Geschichte hier gerade zur Halterung geht. So, das Ganze können wir natürlich noch weiter einschlagen. Ich will das jetzt hier nicht so weit einschlagen, also das hält auf jeden Fall. Ja, jetzt nehmen wir uns unsere Feder und unseren Spanngurt. Die Feder wird hier eingehängt und das Ganze hängen wir jetzt hier bei uns in unserer Halterung, die wir im Fußboden eingeschlagen haben, ein. So, unsere Feder wird hier eingehängt und jetzt nehmen wir hier unser Band. Hier haben wir jetzt die Spannvorrichtung und das wird jetzt hier durchgefädelt. Mit einem Finger halte ich das meistens ein bisschen straff und dann nehmen wir hier das hier rein und ziehen das durch. Also könnt ihr das schon im Vorfeld schon vormontieren. Ich habe es euch jetzt mal nicht gemacht. So, jetzt haben wir das hier, das Ganze eingefädelt und jetzt haben wir die Möglichkeit, das hier zu spannen. Ich mache das immer handfest, dass sich die Feder nur ein kleines bisschen streckt. Das zeige ich euch mal. Hier haben wir die Feder und wenn ich jetzt hier dran ziehe, dass sich die Feder nicht so sehr streckt. Ich halte das immer so und schiebe das nach, dass ich das schön hier einfädeln kann. Und ihr seht jetzt hier, dass sich hier diese Markise in diese Richtung auch nicht mehr bewegen lässt. Also wir haben jetzt die Markise in der Vertikalen gesichert und natürlich auch in der Horizontalen gesichert. Also hier kann sich nichts mehr groß nach hinten verschieben. Das beides machen wir natürlich auf beiden Seiten. Somit ist die Markise für uns regelrecht abgesichert. Ja, liebe Campingfreunde, das war der Aufbau unserer Markise. Die Markisenmodelle, die sind fast alle ähnlich, außer jetzt mit den Verstrebungen und mit dem Feststellen jetzt von diesen Ständern. Wir haben ja hier bei uns die Feststellung so mit diesen Rädchen. Bei Omnistore und Thule haben wir jetzt diese Klappfeststellung. Das nimmt sich nicht viel. Hier haben wir zum Verschrauben. Also die Unterschiede sind nicht sehr groß, auch in den Verstrebungen. Wir haben jetzt hier die Verstrebung drin bei Fiamma. Bei Thule, Omnistore ist das teilweise ein bisschen anders. Omnistore gibt es auch welche, die haben diese Stange drin. Und es gibt jetzt Modelle, die haben die Querstreben drin.
die liegen dann auch hier oben drin und die werden dann hier ausgeklappt und da wird es hier gesichert. Also die Unterschiede sind nicht sehr groß. Wie bauen wir jetzt unsere Markise zurück, ohne dass wir jetzt hier große Fehler machen? Wir haben es jetzt immer so gehandhabt, dass wir im Vorfeld, bevor wir die Markise einrollen, erst einmal hier die Stützen ein bisschen nach unten fahren. Somit haben wir eine optimale Höhe, dass wir hier rankommen. Ich nehme dann immer ein Tuch oder einen feuchten Lappen oder ein Küchenhaushaltstuch und fahre hier oben lang. Denn hier sammelt sich jede Menge Dreck. Im Vorfeld, bevor wir das hier einfahren, nehme ich mir einen Besen und kehre hier grob die Markise einmal ab. Und ihr seht es, jede Menge Blätter und Nadeln. Das erst einmal zur groben Reinigung und dann reinigen wir immer mit einem feuchten Lappen die Dachrinne von unserer Markise. Hier setzen wir das ein. Hier empfehlen wir das nicht mit den bloßen Händen zu machen, denn da drinnen sind auch Nadeln und da könnt ihr euch schnell hier was einziehen in den Finger und das schaut dann so aus, dass wir dann hier ganz einfach mit einem Tuch oder einem feuchten Lappen hier lang fahren. So, und ihr seht das, hier kommt eine ganze Menge runter. Das sammelt sich alles in der Markise und das wickelt ihr auch mit ein. So, und somit haben wir unsere Markise gesäubert. Wichtig ist auch, dass diese Kanten hier, die wir jetzt hier sehen, sauber sind, denn sonst schließt die Markise nicht ganz sauber und ganz ordentlich. Dann bauen wir natürlich unsere Markise zurück. Wir entfernen als erstes die Befestigung, die wir jetzt hier oben drin haben in unseren Gittelschienen. Dann drehen wir die Schrauben raus und dann nehmen wir die Querstreben raus von der Markise, damit wir die Markise ordentlich einrollen können. Wir haben jetzt alles abgebaut, die Markise ist jetzt entsichert, die ist jetzt hier. Und bevor wir jetzt hier einfahren, unsere Markise, machen wir das Ganze natürlich wieder rückwärts. Wir fahren unsere Stützen ein wenig aus, stellen die so schräg nach hinten, das machen wir bei beiden. Somit entlasten wir unsere Markise beim Ein- und Ausfahren. Durch das hohe Eigengewicht der Markise, die Verstrebungen können sich leicht verwinden oder verziehen und natürlich geht es hier oben auf die Kurbel, auf das Kurbelgetriebe. Das Kurbelgetriebe, das ist reinweg Plastik und das kann natürlich auch kaputt gehen. Somit stellen wir unsere Stützen hier so schräg und fahren das ein wenig aus. Somit ist unsere Markise auf dem gleichen Level wie vorher. Das machen wir natürlich vorn und hinten. So schaut das Ganze dann aus. Und jetzt können wir anfangen, unsere Markise einzufahren. Wichtig wieder daran denken, Türen, Fenster schließen, denn ihr seht es auch hier. Hier haben wir jetzt die optimale Höhe, hier geht unsere Tür noch vorbei. Und jetzt fangen wir an, unsere Markise einzufahren. Und wir fahren unsere Markise wieder so weit ein, dass unsere Stützen gerade stehen, wie wir es hier haben, somit, dass wir optimal ran können. Senken unsere Markise ab, fahren die Stützen ein, verriegeln die, schauen hier zu, dass wir hier keinen Dreck dran haben und fädeln jetzt hier unsere Stützen oben ein. Das gleiche machen wir jetzt hinten. Schütteln ab vom Dreck. Und somit haben wir jetzt unsere Markise fertig zum Einkurbeln. Als nächstes fahren wir unsere Markise komplett ein. Ihr könnt das ganz normal schnell
aufwickeln, die Markise. Und kurz vorm Schluss zum Aufwickeln der Markise empfehlen wir, die Markise langsam einrasten zu lassen. Nicht mit viel Gewalt und auch nicht mit Druck. So, somit ist die Markise optimal eingerollt. Denn das Getriebe, was wir hier oben verbaut haben zum Aufkurbeln der Markise, wie gesagt, ist aus Plastik. Das mussten wir schon mehrmals wechseln. Nicht bei Fiamma, sondern bei unseren vorhergehenden Wohnmobilen war das ständig anfällig und ist kaputt gegangen. Ja, und zum guter Letzt verstauen wir natürlich unser Markisenzubehör. Das ist natürlich ganz wichtig. Denkt dran, lasst nichts liegen auf dem Stellplatz oder Campingplatz. Verstaut es am besten gleich, wenn ihr eure Markise eingefahren habt. Somit könnt ihr nichts vergessen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, das war ganz einfach mal einige Tipps, einige Tricks zur Markise, welche Fehler man machen kann. Das war es ganz einfach mal, Tipps und Tricks zur Markise. Was kann man für Fehler machen, für Anfänger und natürlich bestimmt auch für die alten Hasen. Solltet ihr andere Tipps haben dazu, schreibt es ganz einfach mal unten in die Kommentare. Wir bedanken uns für euren Daumen nach oben, den ihr da gelassen habt und fürs Zuschauen bei diesem Video. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf ein kostenloses Abo. Bleibt dabei und gespannt auf die nächsten Videos. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss.